Hallo und herzlich willkommen. Dies ist ein Video über Quitten und was macht man damit, wenn man zu viel hat. Dieses Problem hatte ich allerdings schon letztes Jahr und deshalb ist dieses Video gedreht worden letztes Jahr, leider Gottes am Ende der Quittensaison, was bedeutet, hätten wir es veröffentlicht, wäre es echt zu spät gewesen. Jetzt veröffentlichen wir es etwas vor der Quittenzeit und vielleicht wird es dem einen oder anderen ein Problem ersparen. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Zu viele Quitten, das ist etwas, was ich ganz häufig höre und mir auch schon passiert ist. Das geht so weit, dass man manchmal so viele Quitten hat, dass man schon betteln muss, dass andere Leute die Quitten nehmen. Möchtest du nicht noch ein paar Quitten? Oh nee, lass mich bloß damit zufrieden, ich habe selbst zu viele. Also das ist ein echtes Thema. Denn die Dinger sind manchmal schwer zu verarbeiten und vor allem, was macht man damit? Ich habe eine super Idee dazu gehabt und das zeige ich euch in diesem Video. Ich werde jetzt ein totales No-Go machen, denn ich werde die Lösung gleich geben. Die Lösung für das Problem, was mache ich mit diesen verdammt vielen Quitten, ist, ich löse das Problem später. Denn das, was ich jetzt gemacht habe mit den vielen Quitten, ist, ich habe sie so vorbereitet und haltbar gemacht, dass ich danach damit machen kann, was ich will, wann auch immer ich will. Wichtig ist vor allem, wann auch immer ich will. Denn jetzt, wenn ich sie jetzt hier behalte, werden die irgendwann schlecht. Und wir wollen alle nichts wegschmeißen. Aber so viele Einfälle für Quitten kann man gar nicht haben. Also zeige ich euch jetzt, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe und wie ihr das nachmachen könnt. Los geht's! Als erstes reiben wir von den Quitten den Flaum ab. Und da gibt es jetzt noch einen kleinen Trick für die kleinen Ritzen hier. Da kriegt man das nämlich nicht gut abgerieben. Hier, die Ritzen. Wir nehmen eine Bürste, das ist eine Gemüsebürste und reiben das einfach ab. Das geht relativ einfach. Und bevor man jetzt eine teure Gemüsebürste kauft, auch so eine Bürste hier, handelsüblich überall zu kaufen und nicht bei uns, kann man auch das damit machen. Ich habe immer eine Bürste, die ich nur für Gemüse und Obst verwende, die benutze ich nicht für Geschirr. Normalerweise ist das Erste, was einem einfällt, wenn es um Quitten geht, Quittengelee. Aber Quittengelee ist sehr begrenzt. Das heißt, man holt aus diesen wunderbaren Quitten einfach den Saft raus und macht daraus ein Gelee. Das ist ja sinnvoll, weil man sich eine ganze Menge Arbeit spart. Denn der Saft, den kann man einfach verarbeiten. Das Fruchtfleisch, das birgt so ein paar Probleme. Ich aber, die ich jetzt ja möglichst viel aus Quitten machen möchte, weil ich ganz viele Quitten habe, möchte natürlich auch was anderes machen. Dafür brauche ich aber die sogenannte Pulpe, das heißt das reine Fruchtfleisch. So. Und wie gesagt, da gibt es ein paar Probleme. Diese Quitten, die ich übrigens von unserer Mitarbeiterin Juliane bekommen habe, die wunderbar duften, die haben eine kleine Problematik. Jeder, der Quitten hat, kennt diese Problematik, denn wir haben hier das Kerngehäuse. Und normalerweise ist das Kerngehäuse relativ begrenzt. Man weiß genau, wo was ist. Aber um das Kerngehäuse rum, also selbst in diesem Bereich, je nach Quittensorte, sind ganz viele kleine Steine und die sind nicht so wie bei Himbeeren so, dass wenn man drauf kaut, dass man sagt, ja, das bleibt mal zwischen den Zähnen hängen und ansonsten ist das nicht schlimm. Die sind richtig hart und die sind auch noch groß. Ich zeige sie nachher auch noch mal etwas genauer. Und wenn man das Fruchtfleisch verarbeiten möchte, muss das Zeug irgendwie weg. Der nächste Punkt ist, die Kerne der Quitte, die sind giftig. Das heißt, mal einen zu verschlucken oder zwei ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, aber die enthalten Blausäure und davon sollte so wenig wie möglich in dem, was da rauskommt, drin sein. Das heißt, die müssen auch irgendwie raus. Also mal schnell die Quitte zu schnetzeln und dann irgendwas draus zu machen, das geht nicht. Die Kerne müssen vorher raus. Ich möchte jetzt die Pulpe haben. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die Quitten oder ich viertel jetzt die Quitten. Ich mache, um so wenig Arbeit wie möglich zu haben, hier die Blüte weg und den Rest vom Stiel. Und was ich jetzt rausgefunden habe, was wirklich total easy ist, also hier längs zu schneiden, das geht auf vielerlei Weise nicht. Die erste ist, man kriegt nie alle Kerne. Das zweite ist, es ist unheimlich hart, man kommt also kaum drum rum. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, man macht einfach die Kerne raus. Das geht nämlich wirklich total easy. Guck mal hier, kann man einfach Die lassen sich wirklich, man kann sie sehr leicht sehen. Man kann sofort sehen, ob noch was da ist, kann das einfach rausmachen. Das war's. Das heißt,
wenn wir alles, was da nicht hingehört, raus haben, außer die Steinchen, könnte man das so verarbeiten, zumindest ohne, dass es giftig ist. Jetzt werden viele sagen, ja, das kennen wir doch alles schon, weil so verarbeitet man Quitten ja sowieso. Das mag sein, nur die Kerne vorher rauszuholen, das wird normalerweise nicht gemacht, denn die Arbeit macht man sich nicht. Ich erkläre nachher, warum ich das so gemacht habe. Diese ganzen Viertel, die gehen jetzt in einen Topf mit Wasser, den ich leicht gesäuert habe mit Zitronensaft. Man kann auch Vitamin C nehmen, damit es nicht braun wird. Das macht man so, bis der Topf gerade bedeckt ist, also die Quitten gerade bedeckt sind mit Wasser. Das Ganze kocht man dann wie üblich auf, bis die Quitten weich sind. So würde man normalerweise auch das Gelee herstellen. Das heißt, der Saft, der da rauskommt, den würde man sonst verwenden, um damit ein Quittengelee herzustellen. Und viele schmeißen danach die ganzen Viertel weg. Ich habe all das nicht gemacht. Ich habe den Saft und die Quitten komplett zusammengelassen. Das heißt, das habe ich jetzt weiterverarbeitet. Als nächstes habe ich alles, was da drin ist, das heißt Saft und Quitten und Co. und alles, in einen Mixer getan. Ich habe es im Thermomix gemacht, weil ich habe keinen anderen Mixer mehr. Man kann aber jeden Mixer nehmen, den man will. Alles zusammen in einen Mixer und dann wie ein Smoothie komplett weich mixen. Interessant ist, dass selbst der Thermomix, wie auch kein anderer Mixer, die Kerne erwischt. Die bleibt komplett drin. Würde man das ganze Zeug jetzt so verarbeiten, dann hätte man überall diese kleinen festen Steinchen drin. Ich will mal demonstrieren, wie viele Steinchen da drin sind. So schön das aussieht. So, wir machen da einfach mal so ein bisschen was rein. Ich habe es extra in ein weißes Sieb getan, weil ich hoffe, dass man es besser sieht. Ja, sieht man gut. Das Zeug hier, das ist alles, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das ist wirklich steiniges Zeug und das macht einfach das Ganze sehr unschön. Das heißt, das müssen wir jetzt rausbekommen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal diese ganzen Kerne von all dem, was ihr da in dem Mixer seht, rausgeholt. Und zwar, ich habe sie getrocknet und habe dann die unterschiedlichen zwei Stärken, also ich habe es nochmal durch ein Sieb gezogen, um mal zu zeigen, wie das aussieht. Diese Dinger sind wirklich richtig, richtig hart. Hier. Könnt ihr auch noch auf dem extra Bild sehen. Ich habe mal so ein Pfennigstück daneben gelegt, damit man ein bisschen ein Verhältnis kriegt, wie das so aussieht. Das ist wirklich ganz schön echt groß und die sind wirklich hart. Und dann gibt es noch diese ganzen kleinen Steinchen hier, die auch, seht ihr im Bild, wirklich unangenehm zu kauen sind. So, und das ist eine Menge. Es ist wirklich viel. Wenn ihr euch das verteilt in 2 oder 3 Liter vorstellt, ist eine ganze Menge. Als nächstes kommt ein Gerät, was ich euch wirklich wärmstens empfehle anzuschaffen, denn das ist nicht eine normale flotte Lotte, sondern das ist ein feines Passiersieb, aus dem man übrigens auch die Himbeerkerne rauskriegt. Und jetzt haben wir ja die gesamten Quitten mit der Flüssigkeit weich gemacht. Das heißt, es ist ein relativ weiches Zeug, das heißt, wir kriegen es unheimlich leicht durch dieses Passiersieb. Und jetzt guckt euch das mal an. Das sind alles kleine Steinchen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Und wenn die in der Pulpe drin bleiben, ist das wirklich nicht schön beim Kauen, weil die sind richtig hart. Ich habe das Ganze gleich in einen Topf passiert. Dazu muss ich jetzt noch mal was sagen, denn wir müssen das Ganze jetzt einkochen, so dass es auch haltbar wird. Gerade da, weil es ja eine Art Mousse ist und es überhaupt keinen Zuckerzusatz hat, muss es genügend Hitze bekommen, damit es haltbar bleibt. Wenn wir dem nicht genügend Hitze geben, kann es immer sein, dass es plötzlich anfängt zu schimmeln und das wäre wirklich schade, weil da wir ja viele Quitten verarbeiten, wird letztlich ganz viel übrig sein. Das, was ihr hier im Topf seht, das sind über 3 Liter. Das ist natürlich super von der Menge dessen, was da rauskommt, aber wir wollen es auch haltbar haben und wir wollen auch wirklich zusehen, dass es bleibt. Das heißt, wir brauchen eine Grundwärme von Minimum 80 Grad für 10 Minuten. Ich koche das Ganze jetzt auf, um dem so eine gewisse Grundwärme zu geben, aber da muss man echt ein bisschen aufpassen. Es ist nicht, dass es anbrennt, aber es blubbert ganz, ganz doll. Das heißt, also muss man ein bisschen aufpassen, weil es sonst nämlich wirklich sehr spritzt. Füll das dann in Flaschen und dann geht das Ganze nochmal bei mir in Dampfgarer oder in Einkochtopf oder es wird im Topf erhitzt und koche das dann nochmal für 90 Grad
auf 90 Grad für 30 Minuten ein. Das ist ein bisschen höher, als man normalerweise sagt. Man sagt 80 Grad bei 30 Minuten. Ich mache 90, weil ich möchte einfach sicher gehen, dass es wirklich haltbar bleibt. Das ist jetzt das, was ungefähr aus 5 Kilo Quitten rausgekommen ist. Ist ja schon eine ganz schöne Menge, oder? Und das ist jetzt die reine Pulpe. Da ist kein Zucker drin, kein gar nichts. Das heißt, damit können wir jetzt machen, was wir wollen. Das heißt, Currysoße, Quittenpie, das werde ich in einem anderen Video zeigen. Da habe ich gerade gelernt, wie man sowas machen kann. Oder auch einfach eine Marmelade. Hier ist zum Beispiel exakt 1 Kilo Pulpe drin. Das heißt, wir können einmal so eine Flasche nehmen, einfach 2:1 Gelierzucker dazu tun und eine schöne Quittenmarmelade machen. Die kann man natürlich noch schön aromatisieren, ob nun für Weihnachten mit Zimt und so weiter. Aber wir haben jetzt hier die reine Quittenpulpe und können uns egal wann überlegen, was wir damit machen wollen. Und so kriegt man einfach eine Menge Quitten weg, ohne dass man sich ständig überlegen muss, was mache ich denn jetzt damit? Das kann man nämlich dann einfach später machen. So, ich hoffe, ich konnte damit einen sinnvollen Ansatz dafür geben, was man mit vielen Quitten machen kann und sage Tschüss. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, das macht alles nichts, ich koche das jetzt mit und stampfe das mit ein und so, das sollte man nicht machen, weil da ist nämlich, was ist da drin? Blausäure, ne? Das war, glaube ich, Blausäure, die da drin ist. Werde ich nochmal verlinken. Nein, werde ich nicht verlinken. Kann ich auch gleich rausfinden, oder?